Du hast dir ein PowerFlam Flex gekauft oder interessierst dich für das Gerät? Dann zeige ich dir jetzt, wie man es einstellt und in Betrieb nimmt. Bevor ihr das PowerFlam Flex zum ersten Mal einschaltet, empfiehlt es sich, den Akku einmal vollständig aufzuladen. Das funktioniert hinten über die USB-C-Buchse, zum Beispiel mit einem normalen Handyladegerät. Und während ihr das Gerät zum ersten Mal aufladet, könnt ihr auch gleich die Schnellanleitung lesen, die oben in unserer tollen Hülle ist. Da steht schon mal das Grundlegende über das Gerät drin. Und um dir das Einrichten jetzt zu erleichtern, zeige ich dir jetzt die wichtigsten Schritte. Um das PowerFlam Flex einzuschalten, drückst du auf der rechten Seite den Drück- und Drehbutton so lange, bis der LED-Kreis einmal vollständig aufgeleuchtet hat, und dann schaltet sich das Gerät ein. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht und das PowerFlam Flex hat auch schon seine GPS-Position gefunden. Um mit eurem PowerFlam Flex loslegen zu können, solltet ihr 5 grundlegende Einstellungen machen. Das betrifft zum einen die Verbindung des Geräts nach außen über Wi-Fi, zur Nutzung der Flam Hub App zum Beispiel und zur Nutzung von euren Navigations-Apps. Mit der Flam Hub App könnt ihr das Gerät noch komfortabler einrichten als am Gerät selbst. Dann solltet ihr euer Flugzeug festlegen und einen eventuell vorhandenen Transponder mit seiner 24-Bit-Adresse einstellen. Ihr könnt dann festlegen, wie hoch und wie weit im Voraus ihr bestimmte Warnungen erhalten wollt und könnt individuelle Einstellungen noch treffen, die zum Beispiel die Helligkeit und die Lautstärke betreffen. All diese Punkte sprechen wir gleich nochmal im Einzelnen durch. Es gibt 2 Methoden, um das PowerFlam Flex einzurichten. Die eine ist am Gerät selbst und die zweite ist über die Flam Hub App. Da werden wir aber später nochmal ein eigenes Video zu machen. Deswegen beschränke ich mich jetzt einfach mal auf das Gerät selbst. Um letztendlich ins Menü reinzukommen, drückst du einfach 2 Sekunden lang auf den Drück- und Dreh-Button und dann erscheint das Menü. Wenn man aus dem Menü rausspringen will, ist oben links immer der Punkt Back, und wenn man das Gerät ausschalten will, dann befindet sich ganz unten der Menüpunkt Power Off. Die Funktion des Drück- und Drehknopfes hier erklärt sich fast von selbst. Mit dem Drehen kann man den einzelnen Menüpunkt auswählen, um ihn dann mit dem Drücken zu selektieren. Somit kannst du in jedes einzelne Untermenü reinspringen. Im Hauptmenü befinden sich 5 Menüpunkte. Das ist einmal Mute Alarms. Damit kannst du für 5 Minuten alle Alarme ausschalten. Das ist der Punkt Display. Unter dem findest du dann die Einstellung der Lautstärke, Helligkeit, des Farbschemas und der Einheiten, die angezeigt werden. Unter dem Punkt Settings findest du dann die Einstellung der Flam-eigenen Funktionen, zum Beispiel Flugzeugtyp, Transponder-Einstellungen und natürlich auch die Art und Weise der verschiedenen Warnungen. Und ebenfalls die Einstellung zur externen Datenausgabe hinten über den RJ45-Port. Dann gibt es den Punkt Info. Dort kannst du alle Informationen über das PowerFlam Flex abrufen, die Versionsstände der Software und der Datenbank und das festgelegte Flugzeug. Du kannst dort auch Informationen über die Batterie und natürlich auch unsere Reichweitenanalyse abrufen. Für die werden wir nochmal später ein separates Video machen. Und nicht zuletzt kannst du es dort auch wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ganz am Ende gibt es noch den Punkt Wi-Fi und Hub, und da sagt der Name schon aus, was es beinhaltet. Das ist einerseits die Einstellung der Wi-Fi-Funktion und der Kopplung mit der Flam Hub App und auch mit dem Webinterface. Wenn du jetzt in den Menüpunkt Display reinspringst, dann findest du hier zunächst mal die Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers. Die kannst du von 0 bis 10 einstellen, so wie es dir am besten passt. Dann kannst du hier die Displayhelligkeit einstellen. Das geht im Prinzip von 0% bis 100%, und es gibt eine Automatikstellung, wo ein Lichtsensor letztendlich die Helligkeit regelt. Ich habe das jetzt hier für das Filmen mal auf 20% eingestellt, dann kann man das Display besser ablesen. Dann können wir die LED-Helligkeit einstellen vom LED-Kreis. Das sehen wir jetzt hier. Der geht von ganz hell bis sehr, sehr dunkel, und natürlich auch eine automatische Stellung. Dann kann man das Farbschema festlegen. Das ist schwarz oder weiß im Hintergrund. Dazu müsste man dann allerdings das Gerät neu starten, um den Effekt zu sehen.
Das könnt ihr ganz nach Belieben machen. Mir gefällt der weiße Hintergrund besser. Es gibt aber auch Menschen, die möchten lieber den schwarzen Hintergrund haben. Unter dem Punkt Units findet ihr dann die Einstellung der Maßeinheiten. Da könnt ihr für die Distanz Meter, nautische Meilen oder natürlich auch Imperial Meilen einstellen. Ihr könnt für die Höhenangaben Meter oder Fuß einstellen und natürlich könnt ihr auch die Maßeinheit für die Geschwindigkeit vorwählen. Unter dem Punkt Settings findet ihr dann die Flam-eigenen Funktionen, die Einstellungen für die Warnungen über verschiedene Transpondertypen und die Ausgabeeinstellungen für den Datenport, der hinten am Gerät ist. Bei den Flam-eigenen Einstellungen haben wir hier die Auswahl des Flugzeugs, was wir verwenden. Da kann man also alles mögliche einstellen, vom Segelflugzeug über den Hängegleiter bis hin zum Jet Aircraft ist da alles möglich. Und für die verschiedenen Flugzeuge sind dann auch verschiedene mögliche Trajektorien hinterlegt. Dann haben wir hier schon eingegeben, dass wir einen Transponder im Flugzeug eingebaut haben und haben hier die ICAO-Adresse von diesem Transponder eingegeben, sodass Warnungen durch den eigenen Transponder ausgeblendet werden. Der Transponder-Typ wird dann hier eingetragen. Das wäre dann hier Mode S oder Mode Charlie. Im Falle Mode S. So, nochmal ein kleiner Exkurs zum Thema Transponder. Wenn ihr keinen Transponder in eurem Flugzeug eingebaut habt, dann wählt ihr das bitte auch genauso in dem PowerFlam Flex aus. Das heißt, das Flam-Gerät erzeugt dann eine eigene Flam-Adresse. Wenn ihr aber einen Transponder, so einen hier zum Beispiel, eingebaut habt, dann habt ihr auch eine eindeutige ICAO-Adresse für diesen Transponder. Die könnt ihr hier auf dem Display abrufen. Da werde ich euch gleich noch ein Bild zeigen. Und diese Adresse solltet ihr dann auch zusammen mit dem Typ des Transponders im PowerFlam Flex eingeben. Dann wird nämlich keine Flam-eigene Adresse mehr erzeugt, sondern es wird diese ICAO-Adresse von diesem Transponder genommen. Das verhindert auch, dass ihr Warnungen über euer eigenes Flugzeug bekommt. Das war's auch schon mit der Einstellung für den Transponder. Wir haben hier noch spezielle Funktionen für Wettbewerbspiloten. Einmal das Disable Tracking und einmal den Stealth Mode, wenn man sich in einem Wettbewerb, in einem Segelflugwettbewerb befindet. Dann kann man hier einstellen, die Flam-eigenen Warnungen, bis zu welcher Reichweite die gemacht werden. Da haben wir jetzt hier Unlimited vorgewählt. Ich kann aber hier auch eine spezielle Reichweite, bis zu der ich Warnungen sehen will, einstellen. Genau das gleiche gilt natürlich vertikal. Hier in dem Fall haben wir mal 6500 Fuß oder 2000 Meter eingegeben. Wenn man dann zurückgeht und geht in den Punkt Transponder rein, dann geht es hier um die verschiedenen Warnungen. Das heißt, hier wird eingeschaltet und ausgeschaltet, möchte ich ADS-B-Warnungen bekommen oder nicht. Genau das gleiche natürlich auch für Mode S und auch für Mode Charlie. Und hier kann ich einstellen, ob, wenn ich einen Transponder eingebaut habe, die Druckhöhe von diesem Transponder benutzt werden soll und nicht die Flam-eigene gemessene GPS-Höhe. Dann kann man hier noch einstellen, in welchem Abstand wieder die ADS-B-Warnungen zum Beispiel angezeigt werden sollen, ebenso vertikal. Das gleiche natürlich für Mode S-Transponder. Und hier gibt es noch einen Calibration Value, den sollte man auf den Werkseinstellungen stehen lassen, weil das ist ein eingemessener Wert. Und der Rebroadcast Service, der ist für spätere Funktionen vorgesehen. Dann haben wir noch zuletzt den Punkt Dataport. Da kann ich einstellen, was kommt hinten aus dem Dataport eigentlich raus, je nachdem, ob ich da ein Display anschließe oder vielleicht auch die GPS-Position für den Anschluss eines ADS-B-Transponders abgreifen möchte. Darüber werden wir mit Sicherheit noch ein weiteres Video machen. Das wäre jetzt etwas zu spezifisch, um die Grundeinstellungen hier darzustellen. Dann haben wir noch den Punkt Info. Dort seht ihr erstmal alles, was das Flam-Gerät betrifft, also zum Beispiel die Seriennummer, die Firmware-Version und natürlich auch den eingestellten ICAO-Code, wie lange die Database noch gültig ist und welche Version das ist und welche IGC-Seriennummer hier in dem Gerät eingebaut ist. Unter dem Punkt Range Analysis finden wir dann die sogenannte Instacarb-Reichweitenanalyse, die uns sagt, wie gut war das Gerät im Flugzeug eingebaut, wie gut war unsere Empfangsqualität. Und das kann ich natürlich bei jedem Umbau wieder
zurücksetzen, um eine vernünftige Messung durchführen zu können. Da die Reichweitenanalyse bei unserem Vorführgerät hier zurückgesetzt worden ist, zeige ich euch jetzt hier nochmal eine in der Flam Hub App. Hier unter dem Punkt Wi-Fi und Hub findet ihr dann die erwähnte Wi-Fi-Funktion. Da könnt ihr den QR-Code abscannen und könnt ein Wi-Fi-Netzwerk zu eurem PowerFlam Flex aufmachen. Ihr könnt das natürlich auch über die Identifikation und das Wi-Fi-Passwort machen. Und dann könnt ihr unten noch einstellen, ob und wann das Wi-Fi-Netzwerk sich automatisch ausschalten soll. Das war es eigentlich schon für die Einstellung des Gerätes. Damit habt ihr das Gerät zum Fliegen klar gemacht, habt eure Daten des Flugzeugs eingegeben und dann könnt ihr fliegen gehen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ihr wisst jetzt, wie man das PowerFlam Flex einschalten und ausschalten kann, wie man ins Menü kommt und was man dort alles anzeigen und einstellen kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr den richtigen Flugzeugtyp eingebt und ob ihr einen Transponder eingebaut habt und wenn ja, welche ICAO-Adresse der hat. Dann die Art und Weise, wie ihr Warnungen haben wollt, sowohl vertikal als auch horizontal und natürlich eure individuellen Einstellungen bezüglich Helligkeit und Lautstärke. Ich habe euch auch gezeigt, wie man die Wi-Fi-Kopplung zu eurer Flam Hub App oder eurem PC herstellt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und in diesem Sinne wünsche ich euch always happy landings.